gerade schon wieder richtig Laune. Schaut euch das an. Ich bin permanent damit beschäftigt zu navigieren. Ich komme gar nicht zum Wandern. Ich die ganze Zeit nur gucken muss, wo ist der scheiß Trail. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich habe so keinen Bock mehr. Warum ist es so schwer, einen scheiß Trail anzulegen und zu nutzen? Oder zu markieren wenigstens. Wenigstens das. Gut, dass Jan hier vorher lang gelaufen ist. Jetzt sehe ich zumindest, dass hier der Trail lang gehen soll. Ich hatte gerade meine erste Männerbegegnung. Ich hatte das Pfefferspray schon in der Hand. Der ist mir ein ganzes Stück hinterhergelaufen. Hat immer gesagt, wait, 1 minute, wait, just 1 minute, wait. Und ich habe immer nur gesagt, just leave me alone, you have to leave me alone. Or you have to tell me what you want. Just tell me what you want. Why? Why should I stop? And they were already screaming from the campsite. Like, hello, hello, stop, hello. I just ignored them. But he then started running behind me for a really long period of time. I told him that he will get pepper spray in his face when he not stops. I think his English wasn't good enough to understand that. So I showed him the spray in my hand. And I was really obvious. And ich spreche schon wieder Englisch. Was ich nicht will. Hat er mich noch gefragt, ob ich Armenisch oder Russisch spreche. Habe ich bereits gesagt, nein, ich spreche nur Englisch und du hast mich jetzt allein zu lassen. Ich habe das so deutlich und langsam gesagt, dass er dann irgendwann auch abgezogen ist. Heiliger Bimbam, ey, war das unheimlich. Ich habe meine Mütze verloren und da ich als Polizistin ja bekanntlich ohne Mütze nichts bin, muss ich jetzt zurücklaufen und meine Mütze holen. Ja, toll. Ich bin begeistert. Ich freue mich. Ich fange gerade wieder an, irgendwie einfach diesen Trail zu genießen. Das ist so schön, hier so durch diese Dörfer zu wandern und zu sehen, wie unfassbar verwinkelt die sind und welche merkwürdige Bauweisen die Leute hier nutzen. Das sieht sogar noch ganz gut aus, das Haus da oben. Es ist schon irgendwie ein sehr interessantes und ein erstaunlich armes Land, aber auch ein sehr überraschend fruchtbares Land. Damit habe ich nicht gerechnet. Hier wächst echt alles. Und die haben alle hier so Gemüsegärten. Und unfassbar viele Kräuter werden immer serviert. Hier wächst echt alles wie bekloppt. Hitze und viel Regen. Ich bin gerade Jan wieder begegnet. Der ist nämlich an einem Flüsschen, das ich gerade überqueren wollte, mit Moses zusammen eingepennt und hat dort eine Mittagspause gemacht. Und ja, ich habe mich richtig gefreut, die beiden wiederzusehen. Wir haben erstmal direkt sämtliche Informationen ausgetauscht. Einmal schnell quatschen. Und fühlen uns beide gut, um noch echt einige Kilometer zu rocken heute. Ja, mal gucken, wie es wird. Und auch vor allem das Schöne war, das war so ein Moment, wo ich nicht so dachte, ich brauche jetzt jemanden und aber ich habe Angst, ich fühle mich allein, wie auch immer, diese ganzen Emotionen, die hier Angst, Wut, Verzweiflung und so weiter, die ich vorhin oder heute den ganzen Tag über hatte ich schon durch in dem Moment. Da war ich schon bestimmt seit einer Stunde voll in so einem richtig entspannten Modus und mit so richtig tiefer innerer Ruhe und bin einfach so vor mich hingestiefelt, habe auch keine Musik mehr gehört, kein Hörbuch mehr, sondern bin einfach so mit einer Ruhe vor mich hingelaufen. Und in dem Moment bin ich ihm begegnet. Das war wie so ein Belohnungsmoment, wo ich dann quasi zum Ziel kann, dass mein Kopf ruhig ist, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich angekommen fühle. Und in dem Moment dann noch das kleine Topping, dass ich dann quasi nicht allein bin. Das war schon cool.
Gestern Abend hat mir Jan noch was erzählt von einer Alternativroute und dass man die ja wandern könnte und so. Und ich habe das auch die ganze Zeit so verstanden, dass er die wandern will. Und jetzt hat er mich, weil ich habe geguckt, beide Routen sind eigentlich relativ gleich von der Intensität her. Die eine kann man tatsächlich ein bisschen was vom TCT sparen. Da dachte ich so, ja, kann man machen. Auf jeden Fall hat er mich dann jetzt vorhin nochmal gefragt, weil wir heute doch wieder zusammen gewandert sind und ja, für seine Verhältnisse natürlich sehr langsam unterwegs waren durch mich, welche Route ich denn jetzt gehen möchte. Dann habe ich halt gesagt, weil ich auch irgendwie dachte, dass er das wandern möchte, die Alternativroute. Er hat kurz gezögert, hat gesagt, ja, er möchte den TCT weiter folgen. Ich so, alles klar. Hätte es auch gerne einfach sagen können, wenn er alleine weiter will. Ist auch okay. Ja, jetzt stehe ich hier an dieser Intersection und er geht halt weiter den TCT und ich darf jetzt diese Alternativroute laufen, weil, habe ich halt gesagt. Aber ist, denke ich, auch okay. Jetzt ist, glaube ich, ich meine, er fühlt sich halt echt verantwortlich für mich die ganze Zeit. Und ich bremse ihn halt ganz schön aus und ich glaube, ich bin da schon eine ziemliche Belastung. Vor allen Dingen, weil ich ihm ja auch das mit diesen Männern davon gestern erzählt habe und so. Und ich glaube, er fühlt sich halt echt verantwortlich für mich. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn wir uns jetzt hier trennen und getrennt weiterlaufen. Deswegen mache ich halt Dinge eigentlich ganz gerne allein, weil ich halt häufig einfach eine Belastung bin für andere Menschen. Das ist aber trotzdem hart. Ich musste erstmal richtig schlucken, ey. Als er dann gesagt hat, ja, ich wandere den TCT weiter. Ich muss aber auch zugeben, dass ich einfach ein bisschen Schiss habe, allein weiter zu wandern. Ich habe mich doch sehr an Jans Anwesenheit gewöhnt. Es ist halt doch ein ganz, ganz großer Unterschied, wie die Männer hier mit mir umgehen und sowas. Ob ich mit einem 2 Meter großen blonden Hühn unterwegs bin oder halt alleine. Gut, dass es heute so ein regnerischer Tag ist, dann sehen die vielleicht nicht sofort, dass ich eine Frau bin. Ein Symptom von ADHS ist RSD, Rejective Sensitive Disorder. RSD sorgt dafür, dass Menschen mit ADHS bei tatsächlicher oder wahrgenommener Zurückweisung emotional überwältigt sind. Sie ist gekennzeichnet durch intensiven emotionalen Schmerz, der sogar körperlich spürbar ist. RSD ist bei meiner ADHS das stärkste Symptom. Es belastet mich am meisten. Um diesem Symptom zu entgehen, wurde ich zum People-Pleaser und zur Perfektionistin. Wenn keiner was zu meckern hat, ist alles gut. Aber ich blieb auch nicht lange allein. Zwei sehr nette deutsche Urlauberinnen nahmen mich auf und verhalfen mir zu einer Hotelübernachtung. Oder ist hier unten? Wie ist sowas ja eigentlich? Fühlt man sich gleich wieder wie so ein Kind, ne? Ja, genau. Okay. Wir besichtigten zusammen ein Kloster, in dem ein frommer Mann lebt, welcher aufgrund seines Schweigegelübdes schon seit mehreren Jahren nicht mehr gesprochen hat. Umso lauter war unsere Reise. Das ist schon ganz schön luxuriös hier so für eine Person. Sogar mit Balkon. Und auch das Essen tat sehr gut. Am nächsten Tag startete der Trail mit der längsten Seilbahn der Welt, der Wings of Tartef. Book of Records as the longest reversible tramway in the world. Die Fahrt dauert 11 Minuten und ist ein Teil des Trails. Nach ca. 150 Kilometer Wandern bin ich in Tartef angekommen.
Gut, dass ich einen Kumpel dabei habe. Ich habe echt keine leichte Zeit, mich zu orientieren gerade. Man sieht einfach nichts und es donnert ab und zu. Das ist auch nicht so cool. Wir sind jetzt ungefähr bei, ich weiß auch nicht, vielleicht 6 Kilometer, die wir jetzt schon zusammen wandern. Also wir sind schon ganz schön weit weg von seinem Dorf. Ich wollte jetzt hier wegen des Gewitters und des aufkommenden Regens Schutz in der Kirche suchen, aber die sind halt auch voll die Grabsteine. Eigentlich wollte ich ja hier auch übernachten. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so... Ich finde das ja alles nicht so dramatisch, aber irgendwie ist es auch ein bisschen gruselig. Aber ich habe ja einen Hund dabei. Nee? Es ist halt super dunkel, ne? Ist schon ein bisschen unheimlich hoch. Hier ist eine Treppenstufe. Oh Gott, hier sind die Steine lose. Oh, ich finde das ja voll unheimlich mit diesen Kammern da hinten, die es immer gibt hier in diesen Kirchen, ne? Das sind ja irgendwie so Gebetskammern oder sowas. Keine Ahnung, ob man das auf dem Video sieht. Also wenn der morgen auch noch da ist, dann muss ich mir echt was überlegen mit dem Hund. Keine Ahnung. Ich habe ihn halt jetzt auch noch nicht gefüttert oder so. Ist halt auch nicht gut, ne? Den an mich so binden und nachher fliege ich wieder nach Hause und dann... Mein Hund hat gerade Alarm geschlagen. Das sind doch irgendwelche Hörder draußen. Wie heißen die noch gleich? Viehtreiber mit ihren Pferden und anscheinend auch mit den entsprechenden Hunden. Ich fand die Situation sehr unheimlich. Die Hunde klingen so, also die könnten, glaube ich, meinen platt machen und zwar schnell. Oh, jetzt kommen die hierher. Mein neuer Reisepartner bellte so doll er konnte und verscheuchte die Hirten. Am nächsten Tag lag er immer noch vor meinem Zelt. Also kam er mit. You bring out the best in me. By your side I'll forever be, with a great big smile as big as the big blue ocean tide. La 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 la. If you call I'll be right up. If you fall I'll pick you up. I'll be your best friend. Ever since I met you I've been floating like a bird across the sky. Let the wind be our guide to all these dreams we can't deny. La 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 la. If you call I'll be right up. Da hinten ist eine heiße Quelle. In der kann man scheinbar auch baden. Habe ich eben schon welche drin baden sehen. Das wäre so geil, die Füße da reinzuhalten, aber das ist halt schon schade irgendwie. Ich traue mich halt als Frau einfach nicht. Und das ist halt schon ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich sollte es so nicht sein, aber hier ist es halt noch so, dass man dann als alleinreisende Frau da nicht unbedingt hingehen sollte, wenn da schon 2 Männer drin baden. Mann, wie gut wir es einfach haben in unserer westlichen Kultur. Life.
fahren immer langsamer, gucken erstmal ganz dolle. Und es fahren auch nur Männer. Ich habe jetzt einmal eine Frau am Steuer gesehen, irgendwie in der ganzen Zeit hier in Armenien. Und ich versuche sie schon immer zu ignorieren. Ich gucke sie gar nicht erst an, ich lächle nicht, ich gehe einfach weiter. Die hupen immer, rufen irgendwas hinterher. Und eben haben sie nochmal umgedreht und wollten irgendwas. Ach, das ist anstrengend, ey. Ich hatte schon Angst, so allein, unter so vielen Männern, die alle irgendwas von mir wollten. Sie haben mich nicht verstanden und ich habe sie nicht verstanden. Aber nur wer Angst kennt, der kann halt wirklich mutig sein. Sisiyan ist eine etwas größere Stadt, in der ich auch plante, mal wieder einkaufen zu gehen. So, da er mir jetzt den 3. Tag in Folge folgt, hat er jetzt was zu fressen bekommen. Hier gibt es aber weit und breit kein Hundefutter zu kaufen und deswegen musste ich Würstchen kaufen. Ich taufe ihn hiermit auf den Namen Rumo. Denn Traditionen müssen ja auch eingehalten werden. Ne? Ich habe eine Katze namens Echo, eine andere Katze namens Izanoela. Dann ist jetzt das nächste Tier eben Rumo. Ich wollte gerade die Stadt verlassen, da sind Jan und Moses angekommen. Und jetzt sind wir anscheinend wieder zu zweit unterwegs. Zumindest erstmal. Die ersten 6 Kilometer der Etappe führten an einer Straße entlang. Wir dachten uns, dass wir die Strecke hitchhiken könnten. Doch Rumo wollte nicht in das Auto des Mannes steigen, der für uns anhielt. Der Mann fuhr los und Rumo blieb zurück. Plötzlich waren wir getrennt. Ich hatte ihm gerade erst ein Halsband umgemacht. Ich hatte Angst, dass er sich mit dem Halsband verletzen könnte. Außerdem nahm ich ihm die Chance, selbst zu entscheiden, ob er mir weiter folgen möchte. Ich hatte ihn im Stich gelassen. Das fühlte sich furchtbar an. Also lief ich die 6 Kilometer zurück und suchte ihn. Ich rief und fragte jeden, den ich traf. Aber ich konnte ihn nicht finden. Und Rumo. Kaum gab ich die Hoffnung auf, da sah ich ihn plötzlich. Ich bin nochmal zurück zu dem Punkt, an dem wir ihn ausgesetzt haben. Weil ich mir selbst einfach nicht mehr in den Spiegel hätte gucken können. Dass ich ihn einfach so hab links liegen lassen. Und guck mal, wer da ist. Ich fand das furchtbar, die Vorstellung, dass ich ihm die Entscheidung genommen habe, indem ich einfach gegangen bin. So konnte ich ihm die Entscheidung überlassen. Mit Einbruch der Nacht habe ich die Entscheidung fast bereut. Er meinte, den Schakalen Konkurrenz machen zu müssen. An Schlaf war nicht zu denken. Puh.
people tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is now. Spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, and all I need is room to grow. I'm coming home to put a flower in your hand. Thought you should know, there ain't no place I'd rather be instead. Sometimes I feel alone, you know it's me and my guitar. We're looking up at all them stars, singing where we supposed to go now. Ruthie, little lady, tell me what you mean to me. And I'll build a house in Byron Bay, if that's exactly where you'll be. I'm coming home. Put a fly. Es ist fast 9 Uhr und seht mal, wer da unten noch am Schlafen ist. Es ist verdammt steil an der Stelle und du kannst dir aussuchen, ob du in Bärenklau fällst und die Verbrennungen holst oder an Brennnesseln. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen da lang weiter. Aber ich bin überlegen, es da lang zu versuchen. Ist das scheiße hier. Wir entschieden uns, die 50 Kilometer bis nach Jermuk in 1,5 Tagen zu wandern. So würden wir eine Ferienwohnung bekommen, in der Hunde erlaubt sind. Die letzte Nacht, bevor wir in der Stadt Jermuk ankommen, verbringen wir in der Nähe eines kleinen Ortes, der direkt an der Grenze zu Aserbaidschan liegt. Die Bürger waren sehr aufgeregt über unser Eintreffen und hatten Sorge, dass wir die Grenze überschreiten. In der Nacht hörten wir viele Militärgeräusche. Die Grenze war von Aserbaidschan übertreten worden. Einen genauen Grenzverlauf gab es plötzlich nicht mehr. Yep. Und alles ist nass und auch dreckig. Der ganze Boden vom Zelt ist nass. Und draußen fängt es auch gerade an zu regnen und ich stinke so schlimm wie der Hund. Tja. Warum mache ich das eigentlich alles hier? Da bin ich gerade rübergelaufen. Das war eindeutig so aufregend, um gleichzeitig ein Video zu machen. Ja, das ist echt super schmal. Und das Wasser darunter verwirrt einen total beim Gehen. Das hier ist der östlichste Punkt, an den wir gehen dürfen. Da hinten ist Aserbaidschan. Beziehungsweise eventuell ist auch hier schon Aserbaidschan, man weiß es halt nicht genau. Tja. Ein Soldat in Zivil nahm uns netterweise mit, sodass wir 2 Stunden früher als gedacht in Jermuk ankamen.
Der Hiker-Hangar ließ dann aber uns in Jamrock einmarschieren. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you wanna go play yourself. You can try to save yourself, but you wanna go play yourself. You can try to save yourself. Leider hatte ich einen Sonnenstich und verbrachte die Nacht damit, mich zu übergeben. Der nächste Tag war furchtbar und eine richtige Prüfung. Ich struggle gerade richtig mit mir. Ich bin immer noch krank. Ist die ganze Zeit übel. Ich versuche immer das zurückzuhalten, zu entbrechen. Und der Rucksack ist so unfassbar schwer. Wir mussten einen Resupply machen für 125 Kilometer. Weil es in dieser gesamten Zeit keinerlei Supermarkt oder irgendwas Geschäft geben soll oder so. Oh Gott, ich bin so fertig. Ich glaube, ich bin fürs Thru-Hiken nicht gemacht. Das ist alles einfach zu anstrengend für mich. Das ist echt so ein richtiges Gefühl von, ich will zu meiner Mama. Und das sind die Momente, in denen sich die Spreu vom Weizen trennt. Leute, die durchhalten und Leute, die aufgeben. Mir ist immer noch übel und ich fühle mich echt allein. Und ich will hier nicht mehr sein. The true character of a person is shown when your back is up against the wall. These are the moments that separate the successful from everybody else. But how do you keep going? Why do you keep going? What is it that will make it worth it for you when you want to give up and life is fighting against you? To take the hits. What makes you get up when you fall down? You're gonna have so many moments where you doubt yourself, where you think you can't go on. But I want you to remember, these rough times haven't come to stay. They've come to pass. That's a moment of choice. That is a moment of decision. But what will your response be? Will you give up or will you get up? Will you throw in the towel or will you keep moving forward? Don't give up. Don't give in. Stay in it. Stay focused. Adversity creates the perfect moment for audacity. Ich wollte gerade einen Typ mitnehmen. Der kam mir schon ein bisschen komisch vor. Ich hatte aber eigentlich gedacht, ich hätte quasi klar gemacht, dass ich nur bis zum Monastery mitgenommen werden möchte und nicht in seinen Honeygarten. Und dass dort dann mein Freund auf mich wartet und so. Aber Rumo wollte partout nicht in dieses Auto. Bei dem anderen Hitch da, wo er ja mitgefahren ist schon, da war das echt nicht schwer, ihn da reinzukriegen. Und diesmal, also ich hätte fast das Halsband über seinen Kopf gezogen irgendwie. Und dann habe ich halt auch gedacht, ja alles klar, wenn der Hund jetzt schon sagt, fahr da nicht mit, dann lasse ich das auch mal lieber. Ja. Ich habe aber auch nur noch 900 Meter bis zu einem Camp, das Jan empfohlen hat. Und dann bin ich auch echt durch für heute. Das ist halt auch ein Problem, das man dann hat. Rumo, komm schnell. Ja, jetzt fängt er schon früh morgens um 6:30 Uhr an zu humpeln. Sonst geht es immer erst mittags los. Das schaffe ich nicht, den heute noch über die 20 Kilometer mitzunehmen. Ich fühle mich eigentlich schon wieder richtig gut, nachdem ich sehr gut geschlafen habe. Ich hätte ihn auch gerne weiter mitgenommen. Oder wäre den Stretch gerne weitergewandert. Hätte es jetzt auf mich genommen, aber ja, scheiße, ich muss jetzt irgendwie echt mal den loswerden einfach. Auf eine tierfreundliche Art und Weise. Denn der hält mich wirklich auf. So komme ich überhaupt nicht voran. Und außerdem ist es ganz schön stressig, sich die ganze Zeit Sorgen um ihn zu machen. Also werde ich wohl diesen Teil der Wanderung nicht wandern können.
Gestern habe ich noch gedacht, es liegt an mir, dass ich das nicht schaffe. Heute bin ich eigentlich fit und sag so, boah, ich gehe das an. Herausforderung, Challenge accepted quasi. Aber ich kann nicht, wenn er jetzt schon morgens anfängt so doll zu humpeln, dass ich schon Bauchschmerzen vom Zugucken kriege. Ich wandere jetzt zu der Straße, dann halte ich den Daumen raus und dann fahren wir zu diesem Campingplatz, der ein paar Tage voraus ist. Dann habe ich nämlich ein paar Tage Zeit, um mich darum zu kümmern, dass er wegkommt. Oh Mann, ey, so war mein Trail echt nicht geplant. Ich habe einfach zu spät reagiert, als der mir gefolgt ist an diesem regnerischen Tag. Aber ich habe halt auch die ganze Zeit gedacht, dass der mir nur folgt, weil ich halt in seinem Territorium rumlatsche und er halt gucken möchte, dass ich auch ja dieses Territorium wieder verlasse. Erst als er dann bei mir mit übernachtet hat, wurde ich langsam skeptisch. Ja. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich mit Steinschmissen wegscheuchen sollen, aber erstens, wer denkt in so einem Moment daran und zweitens, wer kriegt das über sich, mit Steinen nach einem Hund zu werfen, der nicht aggressiv ist. Ist gut. Auf dem Campingplatz Crossway Camping sind wir wunderbar aufgenommen worden und konnten uns erstmal von den Strapazen der letzten Tage erholen.